Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Menschenrechte haben eine Heimat. Ihre Heimat ist da, wo Menschen wohnen, leben, arbeiten, altern, Familien gründen. In den Regionen und den Gemeinden, in den Quartieren und Nachbarschaften vor Ort, halt daher, wo wir auch alle herkommen. Die Heimat oder Heimatlosigkeit der Menschenrechte entscheidet sich daran, ob Menschen genau dort erfahren, als gleichwertig erachtet zu werden und gleichberechtigt dabei zu sein oder eben nicht. Die Wirklichkeit einer inklusiven Gesellschaft für alle, entscheidet sich vor Ort. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Behinderung. Etwa 15% der europäischen Bevölkerung leben mit einer Form von Behinderung. Der vorliegende Bericht zur Förderung und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung und deren Partizipation auf kommunaler und regionaler Ebene beschreibt die aktuelle Lage eben dieser Menschen, der Menschen mit Behinderung in Europa. Die Rechte dieser Menschen benötigen besonderen Schutz, da sie einer der größten und am häufigsten benachteiligsten Bevölkerungsgruppen Europas angehören. Diesen Schutz können, ja müssen, lokale und regionale Einrichtungen bieten. Dazu gehört es, dass Hürden aus dem Weg geräumt werden, die es Menschen mit Behinderungen erschweren, sich aktiv und direkt am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Bei der Erstellung des Berichts ist deutlich geworden, dass solche Hürden verschiedenster Natur sein können. So sind soziale Probleme generell von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise verstärkt worden. Menschen mit Behinderungen gehören zu der Bevölkerungsgruppe, die am meisten unter Budgetkürzungen leidet, die infolge der Krise zum Tage gekommen sind. Die Armut behinderter Menschen in Europa steigt und steigt. Des Weiteren wirkt sich eine mangelnde Barrierefreiheit negativ auf die Selbstverwirklichung der Menschen mit Behinderung aus, sowie auf deren ganzheitliche Inklusion in die Gesellschaft. Eine mangelnde Barrierefreiheit bezieht sich hier sowohl auf die physische, die gebaute Umwelt, als auch auf die nicht physische, die rechtspolitische Umwelt. Beides sollte in einer inklusiven Gesellschaft ausgeräumt werden. Auch die politische und gesellschaftliche Partizipation, insbesondere in Bezug auf Bildung und Arbeit, birgt Hürden. So haben Menschen mit Behinderung nicht immer freien Zugang zu Bildung und Arbeit, was sich negativ auf ihre persönliche Entwicklung und ihre Anerkennung in der Gesellschaft auswirkt. Ähnlich gilt das für das Gesundheitswesen, welches nicht allen Menschen gleich zugänglich ist, was wiederum eine schlechtere medizinische Versorgung zur Folge hat. Hinzu kommt, dass die Mehrheit der Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Lebens aufgrund von Krankheit, Unfällen oder Ähnlichem erleiden. Lediglich eine Minderheit wird tatsächlich mit Behinderung bereits geboren. Die Wahrscheinlichkeit von Behinderungen wächst also mit dem Alter, und es wird angesichts des aktuellen demografischen Wandels, dass dieses noch weiter ansteigen wird. Lokale und regionale Einrichtungen müssen einem präventiven Ansatz folgen. Die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen müssen adäquat behandelt werden, um sie besser in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu integrieren, um sie teilhaben zu lassen. In den vergangenen Jahren haben sich internationale Organisationen vermehrt mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Besonders die UN-Behindertenrechtskonvention stellt einen Meilenstein im Kampf für die Rechte behinderter Menschen dar. Sie betont, dass die Diskussion um Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit Menschenrechten geführt werden muss und nicht im Zusammenhang mit medizinischen Argumenten. Die UN-Behindertenrechtskonvention bezieht sich nämlich auf das soziale Modell von Behinderung, welches besagt, dass Menschen mit Behinderungen dieselben Rechte genießen wie Menschen ohne Behinderungen, dass nicht Menschen behindert sind, sondern dass Umstände Menschen behindern. Behinderungen sind folglich das Resultat der Interaktion von Menschen und den sozialen, physischen und verhaltenstechnischen Barrieren, mit denen sie konfrontiert werden.
Auch der Europarat befasst sich ausgiebig mit dieser Thematik, ganz im Sinne seines Aktionsplans der Jahre 2006 und bis 2015 für Menschen mit Behinderungen. In den Mitgliedstaaten gibt es tatsächlich viele positive Beispiele, sogenannte Best Practices, die der Bericht auch hervorhebt. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass trotzdem Menschen mit Behinderungen in großen Teilen unserer Gesellschaft keine Chancengleichheit erfahren. Wir müssen handeln, und das müssen wir jetzt. Es bedarf konkreter Maßnahmen, Zielvereinbarungen sowie Aktionsplänen auf allen Ebenen, die aufeinander bauen und in Symbiose zum Tragen kommen. Solche Maßnahmen beziehen sich auf die Strukturen und Systeme, die für die allgemeine Bevölkerung zugänglich sind bzw. sein sollten, wie zum Beispiel Bildung, Arbeit, das Gesundheitswesen, Serviceleistungen, Sozialleistungen und vieles mehr. All diese Bereiche sollten und müssen inklusiv gestaltet sein. Die Gemeinden und Regionen Europas müssen sich dessen bewusst werden, dass die Partizipation der Menschen mit Behinderung ein essentieller Grundstein der Demokratie darstellt und eine nachhaltige Gesellschaftsentwicklung ist. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht mehr als verletzliche Bevölkerungsgruppe gesehen werden, die Schutz und Hilfe benötigt. Sie müssen vielmehr als das anerkannt werden, was sie tatsächlich sind. Aktive Akteure mit einzigartigen Talenten und Stärken. Akteure mit dem Potenzial, eine tragende Rolle in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt zu spielen und dort ihren Beitrag auch zu leisten. Um ein solches Bewusstsein zu stärken, müssen Menschen mit Behinderung sowie deren Vertretungsorganisationen in wichtige Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Dazu gehört unter anderem auch, dass Menschen mit Behinderung bzw. deren Vertreter das uneingeschränkte Wahlrecht sowie die Wählbarkeit genießen, was heute in einigen Teilen Europas nicht gegeben ist. Allgemein wird hier die Bedeutung des Leitsatzes der internationalen Selbsthilfebewegung der Menschen mit Behinderung nichts ohne uns über uns deutlich. Das Konzept des Empowerments, das heißt dessen, was Menschen mit Behinderung selber können und in deren Sachlichkeit sie eigene Experten sind, gehört daher zum Grundgedanken der gesellschaftlichen und politischen Inklusion von Menschen mit Behinderung. In Anlehnung an die Ihnen vorliegenden Entwürfe bitte ich Sie daher, konkrete Strategien und Aktionspläne zu entwickeln, die gleiche Rechte und Chancen für Menschen mit Behinderung sicherstellen. Menschen mit Behinderung sowie deren Organisationen in wichtige Entscheidungsprozesse mit einbeziehen und deren Beteiligung an demokratischen Vorgängen auf lokaler und regionaler Ebene stärken. Operationelle Richtlinien für Bereiche wie Bildung und Arbeit zu erschaffen, um Menschen mit Behinderung den Zugang zu dessen zu erleichtern. Und schließlich einen allgemeinen, inklusiven Ansatz in weitere Politik- und Strategiebildung zu befürworten, damit wir eine Gesellschaft für alle erschaffen können. Die Mitgliedstaaten des Europarates bitte ich indes, eine unterstützende Umwelt für Menschen mit Behinderung auf nationaler Ebene zu schaffen, die UN-Behindertenrechtskonvention zu unterzeichnen, falls dies noch nicht geschehen ist, ihre nationalen Rechtssysteme an die Leitlinien des Aktionsplans des Europarates für die Jahre 2006 bis 2015 sowie deren Rechtsprechung des Europarates anzupassen, den Gemeinden und Regionen Unterstützung zu gewährleisten, um eine Teilhabegesellschaft auf allen Ebenen zu schaffen bzw. zu stärken und schließlich ausreichend finanzielle Mittel für die Umsetzung des inklusiven Lebens auf lokaler und regionaler Ebene bereitzustellen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, viele Wege führen zu einer inklusiven Gesellschaft. Die Umsetzung der Teilhabe vor Ort ist durchaus anspruchsvoll. Sie fordert unausweichlich eine funktionierende Verantwortungsgemeinschaft der lokalen,
der regionalen, der nationalen und der supranationalen Elemente. Wer Inklusion will, sucht Wege. Wer sie nicht will, sucht Begründungen. Lassen Sie uns gemeinsam Wege und Lösungen suchen. Vielen Dank. Merci à notre collègue Joseph Neumann. 4 d'entre vous ont demandé de prendre la parole. Ils auront chacun 3 minutes maximum. La liste des inscriptions est close sur ce débat après ces 4 noms. Lars Åmmelin de Suède a la parole. Ensuite se prépare Madame Gunt-Marit Helgensen. Lars Åmmelin. President, I have a question to Mr. Neumann. First, I would like to say thank you very much for an important report. People with disabilities are in many countries overrepresented among poor people compared to other groups of society. Living in poverty can be a double burden for people with a disability because along with all the difficulties that arise with living in poverty, they also often have higher living expenses due to their disability. And my question is, what can be done by local and regional authorities to help disabled people overcome this obstacle? Merci. La parole est à Gunt-Marit Helgesen de Norvège. Ensuite se prépare Monsieur Bergman. Thank you, Mr. President. First of all, let me congratulate you with your new position. I look forward to cooperate closely with you. And then thank you so much, Mr. Neumann, for this very important report. We did follow very thoroughly your speech. Now to my questions. Many people with disabilities are facing discrimination in various parts of their lives, including problems related to unemployment or difficulties to find a place for vocational training due to the prevalent opinion that people with disabilities are less capable of certain activities than others. In Member States, there are campaigns organized for the visibility of disabled people, for their education, and for increased funding for their needs, which are part of the national agendas for the rights of disabled people. What added value can the action of local and regional authorities have to improve the perception of people with disabilities by the public and to eliminate prejudices? Thank you so much. Je viens de dire que non. Fais-toi. Merci. La parole est à Monsieur Harald Bergman des Pays-Bas. Mr. President, on behalf of the Dutch delegation, our congratulations on your election to President. Members of the Congress, today I am attending a meeting of the Congress for the first time as new member of the Dutch delegation to this Congress. I'm very grateful to the rapporteur for bringing this very important issue to the attention of all of us, and I particularly support his mention to the importance of mainstreaming disability issues in local policy. I would like to share a very short example and a challenge. In the city of Middelburg, in which I'm mayor, we are working on human rights explicitly in our local policy since 2011, when the municipal council asked us, among others, 2 things. Firstly, to take international criteria, such as the International Classification of Functioning, Disability and Health, the ICF, as starting point for our new policy on social support. Second, to lobby our national government to ratify the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Since that moment, the city of Middelburg has formulated its commitment that everyone, whatever their age, background, physical or economic situation, should be able to take part fully in the society, in line with the Universal Declaration of Human Rights. At the same time, I wish to stress that self-reliance is also very important. People should be enabled to stay at home as long as possible,
also if they have a disability. I think more attention should be placed on this as well. The good news is that the Netherlands has now ratified the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. However, it's still difficult to know what the implications will be at local level and what our responsibilities will be. I think that also in the framework of the Congress, it will be important to speak about these kind of implications. What do you do at the local level to meet international and European commitments? What are implications for local governments and how to make our national governments aware of this? Members of the Congress, I look forward to entering into cooperation with you and on these and many other important topics that this Congress deals with. Thank you. Merci. Monsieur Mikhail Gulevski de Russie, vous avez la parole. Au moment où je disais tout à l'heure que les inscriptions étaient closes, il y en avait une qui s'inscrivait, je la prendrai donc. Après, ce sera Monsieur Preston du Royaume-Uni. Monsieur Gulevski, à vous. Спасибо, господин председатель. Уважаемые дамы и господа, создание комфортных условий и равных возможностей для всех категорий горожан – это одна из главных задач местной власти. Тем не менее, людям с ограниченными возможностями здоровья, безусловно, уделяется особое внимание. Перед собой ставим и решаем три конкретные задачи. Первое – это повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг. Многое в этом направлении уже сделано. От адаптации к потребностям маломобильных групп населения, действующей социальной, транспортной и дорожной инфраструктуры, мы переходим уже к более дополнительным объектам. Второй сезон. В Липецке работает специально оборудованный пляж для инвалидов. Он, кстати, стал вторым в России. Первый находится в Олимпийском Сочи. Погода пока хорошая. Приглашаю посетить и посмотреть его. Высокая оценка совместных усилий мэрии и общественности при формировании доступной среды стала победа Липецка в международном смотре-конкурсе городских практик «Город, где хочется жить». Вторая задача – это содействие активному участию граждан с ограниченными возможностями во всех сферах жизни общества. В ее решении опираемся на актив, представленный различными организациями инвалидов, а их у нас в городе более 30. Со всеми органами местного самоуправления налажено конструктивное взаимодействие. Общество инвалидов является постоянным получателем муниципальных грантов. Только в 2014 году финансовую поддержку получили 10 таких проектов. Офисы обществ расположены в муниципальных помещениях, которые город предоставляет безвозмездно. 5 организаций, отстаивающих интересы инвалидов, представлены в Общественной палате города Липецка. Достаточно сказать, что за последние только 2 года органами местного самоуправления принято к реализации более 60% рекомендаций Общественной палаты. Совместно с региональными властями успешно решается третье, связанное с социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями. Их трудоустройство на предприятии города осуществляется в соответствии с законом Липецкой области о квотировании рабочих мест для этой категории населения. В городе успешно работает одно из самых крупных в стране предприятий для инвалидов, в основном с проблемами зрения. Из 600 сотрудников их больше половины. Кстати, его продукция сертифицирована на международном уровне, конкурентоспособна и востребована изготовителями сложной бытовой техники. По инициативе инвалидов создаются новые рабочие места в других сферах. При поддержке администрации открываются мастерские народных промыслов, социальное ателье, ремонт обуви и многое другое. А всего 27 у нас малых предприятий, которые функционируют в городе Липецке. В городе созданы условия для реализации творческого потенциала инвалидов. При одном из муниципальных учреждений культуры действует театр, труппа, которая сформирована из самостоятельных артистов, самодеятельных, с ограниченными возможностями. Сейчас я закончу. Премьера театра пользуется неизменным успехом у зрителей. Больше 10 лет в Липецке работает студия, где занимаются танцоры-колясочники. На их счету немало побед в российских и международных конкурсах. Мэрия поддерживает коллектив средствами и для поездок, и повышением
для репетиций. И последнее. Monsieur, je vous demande de conclure, s'il vous plaît. И заканчиваю. Последнее. Доказательств тому активного участия людей с ограниченной возможностью во всех сферах городской жизни не является исключением выборов различных уровней власти. Кстати, в период их проведения особым спросом пользуются закрепленные за передвижением инвалидов специальные микроавтобусы. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, а в этом вопросе всем нам только удачи. Merci, Monsieur Gulewski. Il faut que chacun essaye de se discipliner pour respecter son temps de parole, ce qui fait que les derniers inscrits peuvent quand même parler. Le dernier inscrit, c'est donc Monsieur Liam Preston du Royaume-Uni. Vous avez la parole, Monsieur Preston. As a young person, I'll do my best to be well behaved in this scenario. I think, firstly, congratulations from the youth delegates and also on behalf of the Advisory Council on Youth in your position as President, Mr. Frecon. We hope, as we've all had an opportunity to be here today, is something that the Congress will continue to do throughout your time in office. We welcome the report and also the recommendations which are made within it. And I think, as young people, we realise the difficulties that local authorities and regional authorities are facing around the tough economic times that we are. And I think what we would want to stress is that when those difficult decisions are being made, that those with disabilities and those from disadvantaged backgrounds are at the forefront of our minds. It's often those who aren't ready to come forward to be able to access opportunities or be able to have the same educational experience. And I think it's a great thing to see from our perspective that this is something that Congress is pushing forward, and hopefully that's something that we'll be able to take back in our local authorities as well. Certainly through the work that the Advisory Council does, we really recognise how difficult it can be for young people at the moment. And again, those with disabilities face an even harder struggle just to try and live their lives through what's a difficult time for young people. And so we look forward to seeing what the recommendations will be doing, what will come from them, and how they'll be applied from local or regional authorities. But thank you very much, and we look forward to seeing that be taken forward. Merci. Il faut maintenant interrompre l'audition des orateurs. Monsieur Neumann, vous avez la parole pour répondre aux différents orateurs. 5 Minuten, il vous reste. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für diese Fragen. Die Fragen zeigen noch mal sehr deutlich, wie sehr das Thema auch vor Ort hier angekommen ist, wie sehr es in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Regionen vorhanden ist. Ich will mal versuchen, diese 5 Fragen zügig zu beantworten und den einen oder anderen Hinweis zu geben. Bei der Überprüfung von Wahllokalen in einer der größten Städte meiner Heimatregion Nordrhein-Westfalen, in Köln, haben wir festgestellt, dass 70% aller Wahllokale nicht barrierefrei sind. Und ein Rollstuhlfahrer, der in ein Wahllokal nicht kam, den ich gefragt habe, was bedeutet es für Sie, dass Sie persönlich in dieses Wahllokal gehen und nicht per Briefwahl wählen? Da hat er zu mir gesagt, das Gefühl zu hören, wie der Wahlschein in die Wahlurne fällt, das ist für mich Demokratie. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt noch mal sehr deutlich, wie wichtig es ist, auf unterschiedlichen Ebenen sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Der Kollege aus Schweden hat diese Frage im Zusammenhang mit Armut gestellt. Ja, Behinderung bedeutet in der Regel Armut. Und oft ist es sogar so, dass Menschen, die als behinderte Menschen eine Arbeit gefunden haben, ihre staatlichen Leistungen dann anrechnen müssen auf die Assistenz, die sie für ihre Behinderung bekommen, und werden noch einmal arm dabei. Dieses Problem ist ein zentrales Problem, was in vielen Ländern existiert und was wir natürlich angehen müssen. Die zentrale Frage aus Norwegen war Bewusstsein. Ja, in einer Gesellschaft, die viele Jahrzehnte es gewohnt war, Menschen mit Behinderung nicht zu sehen, weil sie waren ja in der Regel in irgendwelchen Institutionen am Rande einer Stadt untergebracht. Für so eine Gesellschaft muss das Bewusstsein geschaffen werden. Dieses Bewusstsein gibt es so nicht. In Deutschland gab es oder gibt es eine große Hilfsorganisation
die hat sich früher genannt Aktion Sorgenkind. Und die hat aus dieser Bewusstseinsbildung heraus ihren Namen geändert. Sie heißt jetzt Aktion Mensch, um deutlich zu machen, worum es geht. Bewusstsein entsteht nur dadurch, wenn wir täglich an diesem Thema arbeiten und uns im Klaren sind, dass nicht das Trennende das Wichtige, das Verbindende ist, sondern das Gemeinsame, was wir zusammen machen. Hier sind wir in der Regel in vielen Ländern Europas noch weit, weit von einer Bewusstseinskampagne im Sinne der Menschen mit Behinderung entfernt. Und hier müssen wir noch großen Beitrag leisten. Der Kollege aus den Niederlanden hat einen sehr wichtigen Hinweis gegeben. Die Vereinten Nationen haben eine internationale Klassifikation beschlossen, ICF. Mit dieser ICF kann man Standards haben und mit Standards bemessen, welche Hilfesysteme Menschen mit Behinderung benötigen. In Deutschland alleine gibt es etwa 3.000 bis 4.000 unterschiedliche Systeme, nach denen Menschen mit Behinderung zu Leistungen kommen. Wenn wir wollen, dass Menschen mit Behinderung überall einen gleichen Rechtsanspruch haben, müssen wir anfangen, in den Kommunen, in den Regionen nach diesem internationalen Standard ICF zu arbeiten. Und das sollten wir auch tun. Der Kollege aus Russland hat einen Hinweis gegeben zu der Frage Barrierefreiheit, Infrastruktur. Ja, natürlich ist es so, dass die Infrastruktur in vielen unserer Kommunen nicht behindertengerecht ist. Ja, und es sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker und Landespolitikerinnen, die darüber entscheiden. Über die Frage, wie in einer Gemeinde ein Bürgersteig gebaut wird, eine Straße, wie eine Schule oder ein Bus eingesetzt wird, darüber entscheiden nicht die Vereinten Nationen und auch nicht nationale Regierungen. In der Regel entscheiden regionale Ebenen. Das heißt, wenn wir vor Ort das verändern wollen, müssen wir uns vor Ort auch dieses Themas natürlich stellen, weil wir es anders nicht geregelt bekommen werden. Der wichtigste Punkt, der vorhin auch genannt wurde, war der Hinweis auf Kooperationen. Wir müssen Kooperationen zwischen den Behinderten und Nichtbehinderten schaffen und wir müssen Netzwerke auf kommunaler Ebene einrichten, in denen Menschen mit Behinderung ihr eigenes Leben vorstellen können, sich einbringen und Kommunalpolitiker und Landespolitiker, Regionalpolitiker die Chance haben, dieses in der Praxis dann auch umzusetzen. Vielen Dank. Merci, Monsieur Neumann. La discussion générale est donc maintenant close. Je vous rappelle que le rapporteur a présenté un projet de résolution et un projet de recommandation. Vous les avez dans vos documents. Nous allons procéder donc au vote sur l'ensemble du projet de résolution en premier, sur lequel aucun amendement n'a été déposé. Je vais donc mettre au vote le scrutin. On vous l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous voulez voter oui, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez voter non, vous appuyez sur le 2. Et si vous voulez vous abstenir, vous appuyez sur le 3. Et si vous vous êtes trompé, avant le délai de 15 secondes qui marquera la fin du scrutin, vous pouvez bien sûr corriger en appuyant donc sur une touche qui est en bas de votre boîtier. Le scrutin va être ouvert pour 15 secondes. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Oui 112, non 0 et abstention 1. Merci pour ce projet de résolution. Nous passons maintenant au projet de recommandation. Là, la majorité des 2/3 est requise. Même sorte de vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 110 pour,
0 contre et 1 abstention. Le projet de recommandation est adopté car la majorité des 2 tiers est largement atteinte. Monsieur le... Il est parti déjà? Ah. Monsieur le rapporteur, félicitations.